Guten Morgen! Heute ist Sonntag und ich habe beschlossen, heute ein kleines Video zu drehen, um zu zeigen, was wir zwischen den Feiertagen so alles gemacht haben. Nein, nicht nur gegessen und getrunken, sondern es ist auch hier einiges passiert. Ich stehe jetzt in dem Koffer drin. Wie man sieht, sind die Abdunklungsrollos an den Wänden, die habe ich dran montiert, um im Nachhinein, wenn ich mit den Möbeln jetzt zugange bin, im Nachhinein keine Überraschung zu erleben bzw. festzustellen, dass irgendwo beim Möbelbau ich zu weit zum Fenster gekommen bin etc. Insofern haben wir die jetzt schon mal montiert. Ist eine feine Sache, funktionieren super. Ne? Bin eigentlich auch begeistert von der Verarbeitung. Ich werde mal berichten, wie sich das mit der Zeit so bewährt oder nicht bewährt. Was ich auch total genial finde bei diesen Rollos, ist einfach die Tatsache, dass man, ich sag mal, Insekten oder auch Staub, wenn das jetzt irgendwie sich ansammelt, es gibt so eine Reinigungsklappe, die ist einfach mit einem Handgriff entfernbar, und man kann hier dann in diesem Bereich, wo quasi die Rollos aufgerollt werden, aber mit dem Staubsauger durchgehen und genauso diese Klappe dann auch zumachen. Finde ich eine geile Idee. Wer unsere Videos verfolgt hat, der weiß auch, dass die ganzen Stauklappen, die Eingangstür, auch diese Geschichte alles von Outbound kam. Ich weiß, da gibt es separate Meinungen. Die einen sagen, die Fenster sind ein bisschen besser als die Seitsfenster. Die anderen sagen, die fahren damit seit 5 Jahren durch die Weltgeschichte und die halten. Insofern Preis-Leistung, denke ich mal, passt. Aber so von der Langzeiterfahrung werde ich irgendwann mal berichten. Was man hier in diesen Aluprofilen sieht, ich nehme euch mal mit. Das ist einmal der Eingang in die Dusche, das ist quasi die Duschkabine. Dann folgt das Badezimmer oder das eigentliche Bad. In dem Bereich, also hier kommt eine Trennwand zwischen, da wo das Profil jetzt auf dem Boden aufliegt. Unmittelbar davor kommt eine Zahaka-Toilette. Hier vorne in der Ecke, hier kommt ein Waschbecken hin. Hier oben kommt ein Schrank. Ich habe hier schon mal ein Querprofil eingebaut, um den Schrank vernünftig befestigen zu können. Und da vorne ist schon das Bett soweit konstruiert. Das ist auch festgeschraubt. Von unten alle soweit verschraubt und unterfüttert. Ja, und zu diesen Profilen gab es wieder einiges an Fragen. Warum, weshalb, wieso? Und das werde ich jetzt ein bisschen erklären, warum ich mich dazu entschieden habe, diese Profile zu verwenden und wie ich das Ganze hier gebaut habe. So, ich nehme euch jetzt ins Bett. Ich sitze jetzt gerade auf dieser Multiplex-Platte, die die Unterlage bilden wird für die Matratze, beziehungsweise erstmal für das, wie heißt das noch? Flori-System oder Froli-System. Das kommt hier oben drauf und dann kommt die Matratze. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich möchte mal ein paar Sachen zu den Aluprofilen, zu dem Alugestell sagen. Was mich absolut fasziniert hat, ist die Stabilität. Also mein Plan war am Anfang ursprünglich nur das Bett daraus zu bauen. Dann habe ich mir, ich glaube, 12 von diesen 2 Meter langen Stangen bestellt. Und als ich angefangen habe, das Bett zu bauen, da muss ich sagen, da war ich
so begeistert von der ganzen Geschichte, dass ich nochmal 24 Stangen nachbestellt habe und gesagt habe, ich baue jetzt das Ständerwerk für die Wände, fürs Bad daraus, die Duschkabine daraus, die Sitzecke daraus, und dadurch, dass diese Profile auch in niedriger Stärke gibt, also in kleinerer Stärke, also da sind jetzt 30 x 30, aber die gibt es auch in 20 x 20. Und aus diesen 20er Profilen werde ich mir die ganzen Oberschränke bauen. So ist der Plan. Zu der Funktion von diesen Profilen, ich habe hier so ein paar Abschnitte mal vorbereitet. Ja, und das möchte ich jetzt mal eben in diesem Video erläutern, wie ich damit das Ganze hier gebaut habe. Wie man nicht schwer erkennen kann, befinden sich in dem Profil 4 Nuten, die man halt nutzen kann, um irgendwas zu befestigen. Es gibt für diese Profile sämtliches an Zubehör. Es gibt Teflon-Gleitschienen, es gibt Winkel, es gibt einfach Nutensteine mit Gewinde, mit M6, M8 Gewinde drin, wo man sehr flexibel und sehr genau irgendwas, ich sag mal, an so einem Ständerwerk befestigen kann. Und ich zeige euch mal eben so einen Nutenstein, der sieht so aus. Wichtig ist, wenn ihr sowas kauft, achtet bitte darauf, dass erstmal diese Geschichte hier vorhanden ist, also diese Fräsung. Das ist wichtig, weil dadurch, wie dieser Nutenstein in dem Profil arretiert, also es kann nicht nach oben und unten rutschen. Und was noch wichtig ist, es gibt hier einmal ohne dieser Kugel, die ist mit einer Feder. Der Vorteil ist, wenn man die etwas teurer nimmt, mit der Kugel, ich kann die reinsetzen, verschieben an die Stelle, wo ich diesen Nutenstein brauche, und die Federkraft reicht aus, um diesen auch vertikal an dieser Position zu halten. Das heißt, der fällt nicht runter. Des Weiteren gibt es Verbindungsstücke für 90 Grad, die gibt es in zwei Ausführungen, in mehreren Ausführungen. Ich habe mich jetzt für zwei verschiedene entschieden. Einmal diese hier. Der Vorteil bei dieser Ausführung ist, die ist aus Stahl und die kannst du auch so variieren, wie du willst, und die trägt überhaupt nicht auf. So habe ich meinen 90 Grad Winkel, dann kann ich die Madenschrauben hier anziehen und das Ding ist miteinander verbunden. Es gibt aber auch eine andere Variante. Ich habe hier mal so ein Tütchen mitgebracht, so kriegt man die auch geliefert. So. Es gibt zwei Schrauben, zwei Unterlegscheiben und halt diese Nutensteine, und jetzt sieht man den Unterschied, wenn ich diesen Stein hier einführe und dann das Ding umdrehe, dann rutscht er so durch. Das ist ein bisschen aufwendig, das würde ich an den Flächen machen, die horizontal verlaufen. Da kann man das durchaus benutzen, aber an den Flächen, die vertikal verlaufen, da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen und oder sich irgendwie eine Abhilfe schaffen mit einem Stück Affenkit oder wie auch immer, damit man das Ding fixieren kann. Oder man nutzt dafür einfach diese mit der Feder, das passt auch, das System ist kompatibel, da kann man quasi die reinschieben und statt der originalen die etwas teuren verwenden und dann den Winkel quasi anschrauben. Ich führe das einmal vor, das Teil wird eingeschoben, dann kommt der Winkel drauf, da kann man das Ganze, da kann man das Ganze
halt verschrauben. Vorführeffekt. Man braucht nicht mehr als einen kleinen Knarrenkasten und das Gegenstück kommt separat so mit drauf. Die haben natürlich einen Vorteil, die bilden hier sowas wie ein Knotenblech in diesem Winkel, bringt zusätzlich Stabilität, fand ich gut. Dieses System habe ich fürs Bett verwendet, weil da kommt es bei mir nicht drauf an, ob hier die Ecke so ein bisschen vom Platz mehr eingenommen ist oder weniger, aber bei den Wänden von Badezimmer und von der Dusche, da habe ich das andere System verwendet, weil es halt nicht aufträgt, und die Wände werden noch mit 30 mm PU ausgefüllt, also die Ständerwerk, und dann mit Multiplexplatte, mit einer weiß beschichteten Multiplexplatte von beiden Seiten halt verschraubt. Was mir super gefallen hat an diesem System, ich kann mir so eine Wand bauen. Ich kann die exakt bauen auf die passende Höhe. Dann stelle ich die einfach hin und kann meine Abstände zu den Wänden, meine 90 Grad Winkel und so weiter überprüfen. Kann das ganze Werk verschieben. Das geht wunderbar auch alleine. Und erst dann schraube ich das fest, wenn das jetzt wirklich an der Stelle ist, wofür das vorgesehen war. Und das hat mich sowas von begeistert, dass, ja, wie vorhin schon erwähnt, ich mich dazu entschieden habe, die ganzen Möbel daraus zu bauen. Weil es halt sehr präzise, sehr einfach und sehr variabel geht. Auch mit diesen Befestigungen, auch mit diesen Nutensteinen ist das eine geile Geschichte, weil ich kann das wirklich an der Stelle alles positionieren, wo ich meine Verschraubung haben will. Super Sache. Noch ein Vorteil, den ich mir davon erhoffe: Ich kann meine Scharniere von den ganzen Klappen und meine Gleitschienen oder Auszüge für die Schubläden unter der Küche zum Beispiel oder beziehungsweise in der Küchenzeile, das Ganze kann ich wirklich mit diesen Profilen verbinden. Das ist dann auch variabel einstellbar. Dann kann ich schön meine Abstände zwischen den einzelnen Schubläden damit einstellen. Ja, aber wie es im Leben halt so ist, es gibt nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Der allergrößte Nachteil, glaube ich, bei diesem System ist der Preis. Das ist nicht günstig. Ich kann euch das mal verlinken. Nein, ich werde euch mal einfach erzählen, wie das System sich schimpft, und dann könnt ihr selber mal gucken bei eBay, bei Amazon und bei sämtlichen Online-Händlern, was die dafür verlangen. Das schimpft sich Nut 8, also Alu Nut 8 Schiene oder Item-Profil oder Bosch-Profil. Da gibt es sämtliche Namen für, und es gibt meines Erachtens nach 3 quadratische Größen, das ist 40-40, 30-30 und 20-20. Es gibt aber auch noch 60-30 Varianten. Es gibt die auch in der Variation, dass hier eine Seite zu ist, das heißt hier eine glatte Oberfläche ist. Es gibt auch die, wo 2 Seiten zu sind, und ja, müsst ihr euch mal angucken. Da gibt es auch sämtliches an Zubehör, an Befestigungsstücken und keine Ahnung was alle. Was auch noch von Vorteil war, bei mir jetzt oder bei diesem Koffer, die Befestigung von diesem Profil an der Wand. Wenn man die Bauweise des Koffers kennt oder verfolgt hat, die Leute, die werden wissen, dass sich unter dieser Verkleidungsplatte noch an den Stellen, wo zum Beispiel jetzt das Bett sich mit der Frontwand trifft, also in dem Bereich, da ist eine 30 mm starke Multiplexplatte einlaminiert, also ist noch zusätzlich drunter mit dem Stahlgestell verbunden und auch mit der Isolierung verklebt, und somit kann ich hier in meine Aluprofile einfach eine Bohrung durchführen. Also hier habe ich dann mit einem 4 mm Bohrer in der Mitte reingebohrt und mit
dann mit ganz handelsüblichen Holzschrauben durch das Profil in meine 30er Latten mit reingeschraubt. Somit ist das jederzeit entfernbar. Die Möbel ist überhaupt nicht mit dem Aufbau verklebt, ist aber bombenfest miteinander verbunden. Das heißt, wenn man jetzt irgendwann mal sagt, du pass mal auf, ich möchte den Grundriss irgendwie ändern oder ich möchte hier eine Wand ersetzen oder da was anderes machen, die Möglichkeit ist gegeben. Ich muss hier nichts rausreißen, weil es halt ja, verschraubt ist. Die gleiche Bauweise werde ich auch bei den Schränken machen. Die werden auch mit der Wand verschraubt. Durch die Möglichkeit halt ja, knapp 40 mm in das Holz reinzuschrauben, ist die Stabilität schon enorm. Der zweite Nachteil bei diesem System ist halt die Tatsache, dass das aufträgt. Das heißt, gut, jetzt bei den Wänden ist das jetzt kein Problem, die werden beidseitig beplankt, aber in den Schränken zum Beispiel habe ich dann mein 20×20 Profil an der Rückwand des Schrankes und auch an der Frontwand des Schrankes, also wo die Klappe gegenläuft. Da, wo die Klappe gegenläuft, ist das durchaus willkommen. Somit können die Sachen, die jetzt während der Fahrt sich irgendwie nach vorne zu der Klappe gearbeitet haben, beim Öffnen der Klappe nicht rausfallen. Die haben einen Stopper von 20 mm. Oben an der Klappe kann ich meine Scharniere dran befestigen, das ist auch alles super. Nur hinten an der Wand, da stört das natürlich. Das ist so, aber das nehme ich in Kauf und ja, muss ich mit leben. Dafür, wie gesagt, überwiegen in meinen Augen aber im größten Teil die Vorteile. Was noch super ist, ich habe vorhin das erwähnt, es gibt so Teflon-Gleitstücke für diese Schienen. Das heißt, das Gleitstück, das ist, ich glaube, wenn ich das richtig erkannt habe, ungefähr hat das diese Länge. Das wird in die Nut reingeschoben und kann hier auf der Oberfläche hin und her gleiten. Das heißt, man kann damit auch Auszüge bauen, die recht massiv sind. Man kann aber auch damit eine Schiebetür bauen. Ja, so viel zum Thema Möbelbau bzw. den Beginn davon. Und ich werde jetzt noch ein paar Ausschnitte einblenden. Ich habe ab und zu die Kamera mitlaufen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.